Hey, heute arbeiten wir an einem ganz besonderen Projekt, nämlich an meinem Leben. Und warum, das erfahrt ihr gleich. So, wie der ein oder andere vielleicht schon mitbekommen hat, gehe ich jetzt bald wieder zur Schule. Ich mache meinen Tischlermeister und das Ganze hat jetzt schon angefangen. Das heißt, ich habe jetzt die ersten 2 oder heute ist Mittwoch, 3 Tage hinter mir. Und ja, das ist auf jeden Fall ziemlich spannend, eine ganz schöne Veränderung für mich, weil ich jetzt ja eigentlich ein Jahr selbstständig gearbeitet habe und jetzt doch relativ viel wieder zur Schule gehen muss. Und jetzt aktuell mache ich den Teil 4 meiner Meisterprüfung, das heißt die Ausbilderprüfung. Der ein oder andere wird sich sicherlich fragen, warum ich jetzt mit Teil 4 anfange. Keine Ahnung, hat sich so ergeben. Also Teil 1 und 2 gehen ja immer jeweils ein halbes Jahr und durch den Zeitpunkt meiner Anmeldung ist der nächste Teil 1 und 2, den ich wählen konnte, erst im November. Das heißt, ich hätte jetzt noch fast ein halbes Jahr Zeit, um nichts zu tun. Und weil ich das eigentlich doof finde und das Ganze so schnell wie möglich fertig bekommen möchte, habe ich einfach die Kurse so gewählt, wie das gepasst hat. Das heißt, ich fange mit 4 an, mache dann Teil 3, Wirtschaft und Recht. Und als letztes mache ich dann Teil 1 und 2. Das sind dann die Praxis- und Theoriekurse zum Thema Holz. Ja, und Holz ist ja auch ein Thema, mit dem ich viel mache. Und das führt dann eigentlich dazu, warum ich das überhaupt mache. Grundsätzlich bin ich ja Produktdesigner und möchte das auch bleiben, aber ich arbeite auch gerne und viel mit Holz. Und damit ich einfach noch mehr Möglichkeiten habe und einen größeren Horizont vielleicht habe an Möglichkeiten, die ich in meinen Designs und in meiner Arbeit nutzen kann, möchte ich mich einfach weiterbilden. Und der Tischlermeister ist so gesehen ja dann doch das Höchste, was man irgendwie erreichen kann. Und ich denke, wenn man das Höchste erreichen kann, dann sollte man vielleicht auch erstmal danach greifen und es auch probieren. Und ja, da müssen wir nur alle die Daumen drücken, dass das auch in einem Jahr jetzt alles ganz gut durchkommt, weil ein Jahr sozusagen mehr oder weniger aus dem Beruf wieder rauszukommen, der ja auch mein Geld verdient, ist auf jeden Fall eine spannende Erfahrung, ist auch ein bisschen ein komisches Gefühl, aber ich denke, es ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung, denn Tischlermeister, das ist ja schon echt eine feine Sache, würde ich mal sagen. Vielleicht hat der ein oder andere von euch ja auch schon einen Tischlermeister gemacht oder irgendeinen anderen Meister und hat sinnvolle Tipps und Tricks für mich und natürlich auch alle anderen, die dieses Video lesen, sehen, hören, wie auch immer. Wenn ja, dann könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben, was eure Erfahrungen dazu sind. Und wenn ihr das Ganze nicht gemacht habt oder es noch vorhabt oder sowieso was völlig anderes macht, aber Fragen dazu habt, dann könnt ihr die natürlich unten in die Kommentare reinschreiben. Und sobald ich die Antworten auf diese Fragen dann zusammen habe, die Antwort auf diese Frage ist, was raschelt da so? Einer meiner Hunde, der durchdreht und glaubt, dass während des Videos der beste Zeitpunkt wäre, um zu spielen. Naja, was ich gesagt habe, ist, wenn ihr Fragen habt, dann fragt einfach und wenn der Zeitpunkt da ist, dass ich sie beantworten kann, dann werde ich gesammelt sicherlich ein Video dazu machen und all diese Fragen mal beantworten. Zum Beispiel die Frage, ist das alles wirklich so teuer oder ist das alles wirklich so schwierig? Aktuell weiß ich das noch nicht, aber ich denke, ich werde es rausfinden und wir können unsere Fragen und Ergebnisse dann teilen und am Ende sind wir alle ein bisschen schlauer und haben alle was gelernt und ja, ich denke, das wird schon ganz cool. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, ich schaue jetzt wieder in mein Buch rein und lerne ein bisschen weiter und ihr könnt euch einfach auf das nächste Video freuen. Ich denke, das wird jetzt erst in 2 Wochen kommen, aber dafür kann man sich länger darauf freuen, das ist doch auch schön. Also, macht's gut. Ciao!